Wie oft muss man eigentlich trainieren, um wirklich ein sicherer Motorradfahrer zu werden? Oder wie lange braucht es denn, um ein sicherer Motorradfahrer zu werden? Genau diese Frage werden wir heute in diesem Video beantworten. Die Linke zum Gruß. Bei solchen Spektakeln wie diesen bekomme ich tatsächlich oft die Frage gestellt, wie lange muss man eigentlich trainieren, um das zu können? Wie im letzten Training erklärt, macht euch Training nicht gleich schneller, sondern Training macht euch sicherer bzw. routinierter. Ihr seid in Extremsituationen deutlich gelassener, weil ihr einfach routinierter seid und weil ihr diese Situation in der Regel schon öfters geübt habt. Und die Zeit, wenn ihr wieder trainiert, wird deutlich kürzer, bis ihr euch wieder wohlfühlt, bis ihr am letzten Stand wieder angekommen seid, wo ihr gesagt habt, genau da habe ich das letzte Mal aufgehört. Und als letzter Punkt zum Thema Training. Training bedeutet natürlich nicht nur auf dem Übungsplatz zu fahren, sondern euch auch einfach zu reflektieren. Wenn ihr mal mit Freunden fahrt, wenn ihr mal unterwegs seid auf der Landstraße, einfach mal zu schauen, ist die Kurve, die ich fahre, war das gerade richtig? Hatte ich dabei Angst? War ich zu steif und desgleichen? Um euch das Thema, wie oft ich eigentlich trainieren muss, ein bisschen deutlicher oder bildlicher darzustellen, gehen wir einmal kurz aufs Whiteboard. Da zeichne ich euch mal was ein. Fangen wir einmal hier mit diesem Graph an. Einmal nach oben der Skill und einmal nach rechts die Zeit. Wenn ihr jetzt einfach nur Motorrad fahrt, ohne viel zu reflektieren und dabei gar nicht so oft auf den Platz geht, dann werdet ihr zwar am Anfang eine gewisse Lernkurve haben, aber die wird sich im Laufe der Zeit einfach abflachen. Sprich, da passiert einfach nicht mehr. Ihr werdet zwar Motorrad fahren in einer gewissen Art und Weise, aber die Routine kommt da nicht rein, eine saubere Technik werdet ihr euch auch nicht aneignen und desgleichen. Wenn ihr allerdings hingegen trainiert, dann wird zum einen die Lernkurve deutlich steiler und euer Skill-Level nimmt natürlich deutlich zu. Das ist mal zum einen. Also ihr habt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen jemandem, der trainiert und jemand, der nicht trainiert. Ganz klare Sache. Jetzt haben wir alle Biker allerdings ein Problem. Und zwar in der Regel die Winterpause. In der Winterpause wird relativ wenig trainiert. Was passiert dabei? Das zeige ich euch mal. Ich habe jetzt euch mal die Winterpause eingezeichnet. Hier einmal der gelbe Spalt. Wenn wir jetzt das Ganze einmal angucken, dann werden wir in der Winterpause entweder gleichbleibend sein oder sogar abnehmen. Das heißt, unser Skillstand oder unsere Routine nimmt einfach ab, weil wir Dinge nicht wiederholen. Das ist ganz einfach so. Das gleiche natürlich auch für Leute, die trainieren. Die müssen am Anfang von der Saison natürlich auch in gewisser Weise wieder trainieren, das Ganze wieder reinkriegen, sich entrosten, wieder geschmeidig werden. Was ist jetzt allerdings der große Unterschied? Der große Unterschied ist doch ganz klar dieser Bereich hier. Dieses Delta zwischen Trainierten und Nicht-Trainierten und auch dieses Delta, wenn wir jetzt mal den Stand angucken, was ein trainierter Mensch angeht, der kommt hier am Ende von der Saison raus. Das heißt, der fängt nicht wieder bei Null an, sondern der muss einfach gewisse Dinge wieder wiederholen, adaptieren, damit er wieder auf sein Skill-Level kommt oder sogar höher kommt. Das bedeutet, auch hier nach der Saison geht es wieder steil nach oben, wo ihr dann anfangen werdet, wieder auf das gleiche Niveau zu kommen, wenn ihr trainiert. Und dann geht das Ganze natürlich noch höher, weil ihr natürlich immer wieder neue Sachen dazulernt, alte Sachen verbessert, alte Sachen deutlich mehr verinnerlicht. Im Gegensatz dazu kann es jetzt natürlich sein, dass ihr entweder nach dem Saisonstart neue Eindrücke aufnehmt oder einfach gleichbleibend auf diesem Level weiterfahrt. Das heißt, durch eine gewisse Routine, die euch einfach fehlt, durch das Training, werdet ihr auf jeden Fall nicht besser. Das ist eins, was sicher ist, sondern ihr bleibt gleich, nehmt vielleicht ein kleines bisschen zu oder ihr werdet sogar schlechter, im Gegensatz zu einem Trainierten. Also, ihr merkt auch schon, welchen Input da der Winter mit sich bringt und natürlich könnt ihr das Ganze jetzt auch weiter auf andere Situationen überschlagen, wie zum Beispiel einfach Pausen, wenn ihr nicht regelmäßig Motorrad fahrt oder wenn ihr mal krank wart und desgleichen. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal in gewisse Spalten einteilen,
dann werden wir feststellen, dass genau durch diese Punkte hier, wo wir einfach trainieren, beispielsweise an den gelben Punkten hier und hier und hier und hier, sich danach immer eine Verbesserung einschleicht. Jetzt könnt ihr natürlich vorstellen, dass wenn ihr die Trainings deutlich kompakter macht, beziehungsweise regelmäßiger, also die Anzahl der Striche hier tatsächlich beispielsweise noch kleiner gestaltet, dass dieser Fortschritt einfach öfters da ist, beziehungsweise intensiver da ist. Natürlich muss man auch hier referenzieren zwischen ich fahre jetzt einfach nur oder ich trainiere jetzt intensiv. Ich hole mir eine einzelne Komponente raus, wie zum Beispiel die Blicktechnik, und trainiere die mehrmals in der Woche oder mehrmals im Monat. Und dann werdet ihr auch diese Trainingserfolge feststellen. Jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, warum denn überhaupt die rote Linie zunimmt. Man bekommt ja trotzdem Eindrücke, wenn man Motorrad fährt. Man merkt auch, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, oder man lernt auch ein bisschen aus den Gefahrensituationen, dass man dem Gegenverkehr zu nahe kam und so weiter. Das heißt, eigentlich trainiert ihr natürlich immer ein bisschen. Allerdings könnt ihr die Intensität bzw. die Trainingsanreize deutlichen, wenn ihr wirklich explizit auf solche Sachen eingeht und diese auch trainiert. Und ihr seht natürlich auch hier wunderbar an der roten Linie, wenn ihr nicht trainiert, passiert einfach nicht viel. Jetzt stellt sich die Frage, wie oft muss ich eigentlich trainieren? Das ist ja die Eingangsfrage. Um euch jetzt die Frage kurz und knackig zu beantworten, wie oft ihr also trainieren müsst, regelmäßig, und ab dem ersten Training habt ihr den Stein schon gesetzt, den ersten Erfolg zu verspüren. Das heißt, grobe Faustregel, einmal im Jahr ein Training zu machen, beispielsweise beim ADAC oder wie auch immer, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend. Ihr müsst anfangen, gewisse Wiederholungen einzubauen, und das könnt ihr vor allem dadurch machen, indem ihr beispielsweise einmal in der Woche auf den Platz geht, einfach mal da ein paar Kreise fahrt, die Blicktechnik übt, die Lockerheit übt oder auch das Bremsen übt. Das Ganze holt ihr natürlich aus euren Trainings, die ihr beispielsweise beim ADAC gemacht habt. Da könnt ihr das Gelernte rausholen, da könnt ihr das Ganze in Komponenten schneiden. Ich übe heute nur Blicktechnik, also gehe ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf den Parkplatz, fahre im Kreis, gucke, dass ich meinen Kopf ordentlich drehe, und dann kann ich schon die erste Tour machen. Wenn ihr das regelmäßig macht, also ich sage jetzt mal beispielsweise mehrmals die Woche oder einmal die Woche, dann ist es eine Wiederholung, wo ihr relativ schnell Erfolge feststellen werdet, dass ihr einfach lockerer werdet. Und natürlich, wenn ihr auf der Landstraße euch dann entsprechend reflektiert, werdet ihr auch da feststellen, hey, gewisse Dinge funktionieren deutlich smoother. Und genau deswegen macht es am Anfang von der Saison richtig viel Sinn, ein Training zu machen, weil damit könnt ihr natürlich, wo hier der gelbe Pfeil ist, diese Lernkurve nochmal deutlich steiler gestalten, damit ihr an den Punkt wieder rauskommt, wo ihr im letzten Jahr angefangen habt. Also, die Message hinter dem Ganzen ist, regelmäßiges Trainieren bedeutet Wiederholung. Ihr müsst euch Trainingsanreize setzen, wo ihr feststellt, okay, ich nehme jetzt eine Komponente raus, beispielsweise Blicktechnik, und trainiere die und komme da in meinen Flow und stelle eine Verbesserung fest. Und das Ganze ist kein Hexenwerk. Ihr müsst da keine Stunden auf dem Platz verbringen. Es bedeutet nur, dass ihr das regelmäßig trainiert, mehrmals die Woche beispielsweise oder jede Woche einmal, damit ihr diese Erfolge feststellen könnt und damit ihr einfach sicherer werdet und routinierter. Ich sag mal aus Erfahrung, Training macht ziemlich viel Spaß. Und wenn ihr einmal auf dem Platz seid oder einfach mal in den Flow gekommen seid, dann geht da mal eine halbe Stunde locker flockig vorbei. Nach 1,5 Stunden werdet ihr schon merken, okay, die Konzentration lässt nach, und dann macht es auch durchaus mal Sinn, entweder eine Pause zu machen oder zu sagen, hey, heute war es das für mich, ich fahre jetzt mal auf meine Motorradtour. Und noch ein kleines Schlusswort von meiner Seite. Ihr könnt das Ganze natürlich deutlich effektiver machen. Da könnt ihr einmal die vorherigen Videos anschauen, wie man denn ein Training am besten aufbauen sollte. Umso effizienter ihr das macht, umso weniger Zeit braucht ihr eigentlich am Ende auf dem Übungsplatz, weil die Trainingserfolge dann relativ schnell kommen. Deswegen bringt es nicht zu sagen, ich fahre jetzt heute 4 Stunden auf den Trainingsplatz oder auf den Parkplatz und fahre da einfach nur rum, sondern wenn ihr euch
reflektiert, was auf der Landstraße natürlich auch schon eine Art von Training ist. Wenn ihr gewisse Zeit einfach mal auf dem Parkplatz verbringt, Vollbremsung übt, lockere Arme und desgleichen, dann setzt da euer Trainingserfolg relativ schnell ein. Und das reicht dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne auch mal ein Training machen möchte oder dem dieses Video helfen kann, dann teilt das Video gerne weiter. Ansonsten schaut auch gerne mal in die vorherigen Videos rein, wo wir einfach mal darauf eingehen, wie denn Training bei uns aufgebaut ist oder auch wie ihr euer eigenes Training aufbauen könnt, damit es zu eurem Erfolg führt. In diesem Sinn, die Linke zum Gruß, bis zum nächsten Mal. Ciao.